Mainland oder Freezone? Wie häufig habe ich schon die Frage gehört, welche dieser beiden soll ich am Ende für mein Unternehmen wählen? In diesem Video soll es darum gehen, dass du am Ende Klarheit hast, welche dieser Unternehmensformen für dich die richtige ist. Eine Mainland-Firma kannst du dir so vorstellen, wie man es auch in Europa kennt. Das ist eine GmbH auf dem Land selbst, wo dann die Gesetze, die Regularien, die Steuern und alles, was dazugehört, von dem jeweiligen Land gilt. Bei einer Freezone ist es wiederum so, dass an sich das eine eigene Sonderverwaltungszone ist. Klingt kompliziert, kannst du dir im Wesentlichen so vorstellen wie an einem Flughafen. Du bist ja streng genommen immer noch in dem gleichen Land. Also an sich der Boden ist ja immer noch das Land, aber sobald du ausgereist bist, gelten irgendwie so ein bisschen andere Gesetze. Also dann ist zum Beispiel Duty-Free eine andere Zone, obwohl du ja immer noch im gleichen Land bist. Und so kannst du es dir circa mit Freezones vorstellen. Bei einer Freezone ist es so, die Freezone hat eigene Steuervorsätze, die hat eigene Gesetze, teilweise eigene Gerichte. Ja, wenn du dir zum Beispiel Dubai International Financial Center anguckst, die DIFC, hat andere Rechtssysteme als jetzt zum Beispiel Dubai Mainland. In DIFC ist es so, dass das British Common Law gilt, während in dem Mainland die normalen Gesetze von den UAE, den Vereinigten Arabischen Emiraten, gelten. Für was du dich am Ende entscheidest, kommt primär darauf an, was du am Ende auch als Firma machen möchtest. Wenn du jetzt beispielsweise als Fintech auftreten möchtest oder als Bank, dann sind deine Optionen meistens ziemlich limitiert auf, wenn dich nur eine Freezone oder zwei Freezone oder Mainland. Wenn du jetzt beispielsweise Marketingmanagement oder Projektmanagement machen möchtest, dann kannst du wählen, möchtest du eine Mainland oder möchtest du eine Freezone. Und da kommen wir zum zweiten Schritt. Sobald die Aktivität grundsätzlich geklärt ist, wäre danach die Wahl, was hast du denn für Nationalität? Jetzt für Deutsch, Österreichisch, Schweiz und so weiter ist das primär sehr einfach, weil Europäer in den UAE einen hohen Standard genießen und von daher das mit den Bankkonten recht einfach ist. Bankkonto komme ich gleich nochmal zu. Bei dem letzten Punkt ist es dann allerdings so, wenn du jetzt beispielsweise als Firma primär als Online-Business in einer Freezone sitzt, um danach Kunden im Ausland zu bedienen, dann ist gegebenenfalls die Freezone für dich die richtige Wahl, wohingegen, wenn du dir dann auch beispielsweise überlegst, wenn du später wächst, mehr Leute einzustellen oder dann auch zum Beispiel in dem Mainland selbst zu verkaufen, würde ich dir tendenziell eher zu einer Mainland raten. Warum? Weil bei Freezones ist es so, Freezones verdienen damit Geld, dir Lizenzen zu verkaufen. Teil der Lizenzen ist eben auch die sogenannte Visa Allocation. Eine Visa Allocation gibt quasi deiner Firma das Recht, Visas zu sponsern. Das heißt, dass beispielsweise jetzt eine Firma, die nur einen Angestellten hat, in dem Fall jetzt beispielsweise du, nur eine Visa Allocation braucht, weshalb es billiger ist, als wenn du zum Beispiel 2, 3 oder 5 oder gar 15 Visa Allocations brauchst. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel planst, mit deinem Unternehmen zu wachsen, schau lieber ein bisschen mehr in die Zukunft, entscheide dich in dem Fall dann tendenziell lieber für eine Mainland. Ist nicht nur einfacher, dann später ein Bankkonto zu bekommen, sondern auch leichter, später Leute einzustellen. Dafür musst du dann allerdings ein Büro haben. Bei dem Büro ist es so, ähnlich wie es jetzt auch in Deutschland üblich ist, sehr, sehr viele Leute machen Homeoffice. Das heißt, an sich brauchst du, wenn du anfängst, gar kein unbedingt ein Büro. Das heißt, du könntest jetzt an sich erstmal so auf Papier in Anführungszeichen ein Büro haben und dann später, wenn du wächst, holst du dir vielleicht erstmal ein kleines Büro und dann größer, größer, größer. Da ist es jetzt so, dass es auch wieder darauf ankommt, ob jetzt deine Activity erlaubt hat, dass du in einem Business Center sitzt oder ob du ein sogenanntes Proper Office brauchst. Bei der Entscheidung helfen wir dann in einem individuellen Beratungsgespräch, was du dir dann mit uns gerne vereinbaren kannst. Generell ist es so, dass wenn du eine Mainland-Firma hast und jetzt beispielsweise einen Weltkonzern wie Amazon versuchst irgendwie mit 1 oder 2 Mitarbeitern zu machen, dann sagt die Regierung und auch vielleicht dann Steuerbehörden, das ist nicht verhältnismäßig. Das ist das sogenannte Base Erosion und Profit Shifting, was jetzt da Anwendung findet. Das heißt, du musst Verhältnismäßigkeit haben von deiner Lizenz, von deiner Aufstellung hin zu dem, was du am Ende dann tatsächlich auch tun möchtest. Wenn du jetzt beispielsweise klein anfängst, machst ein bisschen Social Media Management, 1, 2 Leute, Flexidesk, Homeoffice, wie auch immer, ist absolut mehr als in Ordnung dafür. Wenn du jetzt beispielsweise einen Großkonzern versuchst zu leiten und hast das gleiche Arrangement, dann passt das eher nicht. Von daher achte darauf bei der Lizenz, dass du dir eine Planung machst, nicht wo du heute stehst, sondern wo du vielleicht in einem Jahr, in 2, in 3 Jahren stehen möchtest, um da entsprechend vorzubereiten. Und dann zum zweiten Punkt, Bankkonto. Bei dem Bankkonto ist es so, dass die Bank primär darauf achtet, ist das denn plausibel, was du machst? Macht dein Businessplan Sinn? Du musst jetzt keinen Businessplan schreiben, du musst es einfach nur gut erklären können, wie du denn am Ende des Tages wirklich Geld verdienst und ob deine Qualifikationen dafür dann auch geeignet sind. Wenn du jetzt beispielsweise vorher, das heißt mal Busfahrer warst und möchtest jetzt irgendwie Legal Advisory machen, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig, das zu eröffnen. Wenn du aber hingegen vorher schon zum Beispiel als Angestellter irgendwo im Marketing tätig warst und machst jetzt deine eigene Marketing-Agency auf, dann ist das schon einfacher. Da gibt es dann aber das Thema der Wegzugsbesteuerung zu beachten, worüber wir dann nochmal separat sprechen werden. Die Banken sind der
primäre limitierende Faktor dafür, wie du dich denn an sich mit deiner Lizenz aufstellen sollst. Das heißt, wie wir bei der Firmengründung dann immer vorgehen, wir verstehen erstmal dein Vorhaben und fragen danach in unseren Bankmanagern, hey, dieses Vorhaben mit der Nationalität, diese Activity in dieser Jurisdiktion, Freezone oder Mainland, ist das so machbar? Bekommen wir dafür ein Bankkonto? Und falls wir da grünes Licht bekommen, garantieren wir dir auch zu 100%, dass wir dir eine Firma mit einem Bankkonto gründen können. Das heißt, sowohl für dich privat als auch für dich geschäftlich ein 100% garantiertes Bankkonto oder Geld zurück für diesen Bankkontoservice. Das bedeutet jetzt für dich, wenn du dich jetzt entscheiden möchtest du eine Mainland gründen oder möchtest du eine Freezone gründen, ist das sehr, sehr fallabhängig. Es ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass du jetzt als beispielsweise eine GmbH Handel und Beratung und vielleicht noch Coaching und Eventmanagement alles in einem machst. Dubai oder auch die UAE verdienen primär damit Geld, durch diese ganzen Business Activities mehrere Lizenzen auszustellen. Das heißt, mach dir konkret klar, was möchtest du am Ende denn abrechnen? Wenn das jetzt beispielsweise Marketingdienstleistungen sind, was denn genau? Wenn du handeln möchtest, was möchtest du denn genau handeln? Weil beispielsweise im Handel ist es so, eine General Trading, wo du viele Sachen handeln kannst, ist schwerer zu eröffnen, teurer, schwerer ein Bankkonto zu bekommen. Wenn du jetzt dahingegen beispielsweise nur Möbel handeln möchtest, dann würde es ja vielleicht für dich im ersten Schritt auch ausreichen, nur diese Subnische zu lizenzieren. Und wenn du dann später wächst und entsprechende Profite davon hast, das dann zu reinvestieren und deine Lizenz später anzupassen. Weil es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Du kannst es später immer noch anpassen. Streng genommen kannst du selbst zwischen Freezones später migrieren. Das ist ein aufwendiger Prozess, würde ich nicht empfehlen. Von daher buch dir am besten ein Beratungsgespräch mit uns. Wir beraten dich one-on-one in deiner individuellen Situation, was für dich am besten geeignet ist. Ansonsten würde mich interessieren, was deine Erfahrungen bis jetzt waren, was du bevorzugst, Mainland oder Freezone, was für dich am meisten Sinn macht. Schreib es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.